Ich bin zwar Journalistin, aber ich gehe nicht gerne in die Öffentlichkeit. Und wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, dann nur, weil es was wirklich Wichtiges zu sagen gibt. Und weil es vor allen Dingen wichtig ist, das zu sagen, nicht unbedingt zu sehen, belasse ich es heute bei einer Sprachnachricht. Also wenn ich mir so die Nachrichten angucke, dann gibt es wenig, was ich gerne berichten möchte. Es gibt aber etwas ganz Wichtiges, was unbedingt berichtet werden muss. Jetzt habe ich wieder gehört, die Leute sollen nicht auf irgendeinen Retter hoffen, der von außen kommt und irgendwas für sie macht. Ja, stimmt, aber nur zum Teil. Es ist weder so, dass ein Retter kommt und alles für dich macht, noch ist es so, dass du alles alleine machen musst. Es ist beides. Es ist nur so, dass wir keine Ahnung haben, wer das sein könnte, weil wir diese Verbindung nicht mehr haben oder nur wenige Leute. Aber es gibt immer mehr Leute, die diese Verbindung innerlich spüren, und genau darum geht es, dass ihr euch ein bisschen mehr auf das Innere konzentriert, auf eure innere Autorität und eure innere Stimme, und zwar in Ruhe. Und ich möchte euch erklären, wie es möglich ist, dass gleichzeitig sehr wohl Retter von außen da sind und ihr trotzdem handeln müsst und könnt, ja. Aber eben in dem, was ihr wirklich auch machen könnt, ja. Weil oft sitzt man dann da und sagt, was, jetzt sollen wir alles alleine machen? Wo sollen wir denn bloß anfangen, nicht? Bei den ganzen Sachen, die in der Welt schieflaufen. Es gibt Wesen, und zwar sehr viele, die ab 5D, ab der 5. Dimension unterwegs sind und die ganze Zeit bei uns sind. Aber sie kommen nicht durch. Sie kommen nicht durch, wenn wir uns so ablenken lassen von der ganzen Unruhe und dem Ungleichgewicht, was wir in der Außenwelt sehen. Egal, wer es jetzt mit Absicht herbeiführt, wir sollten ihm nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, sondern uns auf Dinge konzentrieren, die wir machen können und wo wir Gleichgewicht herstellen können. Ja? Und in diesem Sinne, damit wirklich jetzt auch mal aufgeräumt wird auf der ganzen Welt, bitte, ich meine, welche Gruppe oder welches Land soll denn hier irgendwo irgendwann mal irgendwas besser machen? Gut, also ich bin ganz sicher, dass die Maya das könnten, aber es ist noch nicht so weit, dass sie sich als Land zeigen können. Aber was wir schon mal machen können, ist einen Flecken auf der Erde schaffen, wo Außerirdische frei mit uns kommunizieren können und wo nicht irgendjemand, vor allen Dingen kein Militär, anrückt und sofort eine Bedrohung sieht, uns den Kontakt praktisch ja auch dann verbieten wird, für sich reklamieren würde, ja nur mit dem Hintergedanken, sich da irgendwas anzueignen, was fortschrittlicher ist, mit dem man dann wiederum andere Leute unterdrücken kann. Ja? Es gibt keinen einzigen Platz auf dieser Welt, wo die Außerirdischen ganz offiziell landen könnten, um mit den Menschen ins Kontakt zu treten. Und da wiederum, ja, sind wir gefordert, diesen Platz zu wollen und auch diesen Kontakt zu wollen. Es ist nicht mehr abgedreht, zum Glück. Ich habe den Kontakt seit 2005, und als ich damals vor 20 Jahren davon geredet habe, war ich nicht nur eine scheiß ESO-Tante, ich war wahrscheinlich auch in der Sekte und habe ganz sicher Drogen genommen, weil dann wohne ich ja auch noch in Mexiko, dann ist ja sowieso klar. Im Gegenteil, du kannst mit Außerirdischen nicht in Kontakt kommen, wenn du sektiererisch unterwegs bist, entweder als Sektenführer oder als Untergebener in irgendeiner Sekte. Und du kannst erst recht nicht mit Außerirdischen in Kontakt kommen, wenn du von irgendwas abhängig bist. Erst recht nicht irgendwelche Substanzen. So Leute, bitte. Es ist genau das Gegenteil. Die Leute, die jetzt ganz neutral und normal über Außerirdische und über die Dinge, wie sie sind, berichten, sind die, die am wenigsten verrückt sind. Ja, das wollte ich sagen, und ich wollte euch sagen, alle die das hören und die das auch schon per Intuition fühlen oder auch schon auch Kontakt haben. Ich bin ja nicht die Einzige, ne? Man kommt ja in keinem Bereich vorwärts, wenn man das offen ausspricht, und im öffentlichen Raum erst recht nicht. So, wir stehen aber schon davor, dass das jetzt langsam mal kommen kann und soll und muss und darf.
Was bis jetzt erst kommt, ist, die Leute kriegen langsam mit, es gibt noch was über uns, das ist aber erstmal die 4. Dimension und nicht die 5. Also erstmal kommt die große Verwirrung. Das mit den Außerirdischen ist einfach zu wichtig. Ich meine, guckt euch bitte die Nachrichten an, guckt euch bitte die ganzen Gruppierungen an, die versuchen, noch in irgendeiner Form Kontrolle und Gewaltmonopole aufrechtzuerhalten. Das ist alles nichts. Wir können uns als Menschen nur unter Gleichwertigen begegnen und eine Kooperation starten. Und genau das ist es. Die Außerirdischen bieten uns eine Kooperation an. Und die werden sich niemals irgendwo offen zeigen, wo irgendein Militär anrücken könnte und sagen könnte, das sind jetzt unsere Außerirdischen und nur wir dürfen das wissen. Und deswegen zeigen sie sich eben ja genau noch gerade nicht. Und um das Ganze abzurunden, ich habe eine Petition gestartet in Change.org, die heißt Außerirdische Menschen in Calakmul. Ich werde das verlinken. Man will sich ja auch mit nichts irgendwie auf nichts einlassen, weil diese ganzen Gruppierungen, da will man ja dann auch nichts mehr mit zu tun haben, wenn man ein bisschen höheres Bewusstsein bekommt, nicht wahr? Gut, aber das ist jetzt keine Gruppierung, Leute, das ist die Menschheit. Jeder kann Kontakt haben mit Außerirdischen. Es wäre echt super, wenn wir mit denen langsam mal in Kontakt kommen könnten und uns eben dieser ganzen Schicht oder auch 4. Dimension halt entledigen könnten, die uns davon abhält. Es geht doch nicht darum, dass wir das nicht können oder dass wir das nicht dürfen oder nicht gut genug sind, sondern es geht darum, dass es eine Schicht gibt, die uns davon abhalten will. Das ist alles. Das müssen wir tatsächlich in unsere eigenen Hände nehmen. Und diese Unterschriftenaktion, das kostet nichts. Da gibt man nur seinen Namen an. Die Namen sind, soweit ich weiß, auch nicht öffentlich. Das ist einfach nur ein Projekt der ganzen Menschheit. Und wo auf der Welt kann das stattfinden? Bei den Maya finde ich es eigentlich am besten aufgehoben, weil die Maya, und das weiß ich tatsächlich aus eigener Erfahrung eben, traditionell Kontakte hatten und sich nicht so sehr haben einlullen lassen von dieser 4. Dimensionsschicht. Ja, weil die leben eben einfach noch weiterhin als Selbstversorger und ihr eigenes Leben und wollen weder andere unterdrücken noch lassen sich unterdrücken und sind damit sozusagen auch ausgeschlossen aus ganz vielen Systemen, was natürlich auch irgendwie depressiv machen kann auf die Dauer, nicht wahr? Aber so geht es jetzt langsam jedem, der merkt, dass hier irgendwas nicht stimmt auf der Welt. Und von daher gibt es dann auch eine schöne Wiedervereinigung irgendwann zwischen den Maya und den anderen Menschen, so wie es im Prinzip auch prophezeit wurde, weil wir uns alle auf der Ebene der Indigenen treffen. Ja, weil wir sind alles Indigene dieser Erde. So ist es einfach als Menschen. Und was propagiert wird, diese neue Weltordnung und so weiter, ja, es gibt eine, aber nicht von denen, die es propagieren, sondern die ist einfach schon da. Die ist einfach da, weil wir als Menschheit eine natürliche Zusammengehörigkeit haben. Und diese natürliche Zusammengehörigkeit, die haben wir auch bereits mit Außerirdischen, denn das sind auch Menschen. Und ich hoffe, dass diese Botschaft bei euch ankommt und viele das unterschreiben und irgendwie mitmachen und weil es einfach wichtig ist, nicht ein Gegengewicht zu setzen, sondern ein Gleichgewicht zu erreichen.